bin Charlotte Walterspiel und spiele in diesem Orchester die Bratsche. Geboren bin ich als Charlotte Geselbrach, das ist zu erwähnen, weil der große Teil meines Lebens als Musikerin tatsächlich unter diesem Namen stattfand. Und erst seit ich verheiratet bin und sehr, sehr glücklich in München lebe, bin ich Charlotte Walterspiel. Ich komme aus einer Familie, wo eigentlich nicht Musik praktiziert würde, aber es gab eine Geige des Bruders meiner Großmutter, die mit diesem Bruder in den Krieg gegangen war, und leider kam nur die Geige zurück und die bekam ich dann in die Hand gedrückt, als ich 8 war, und die hatte für mich immer eine sehr melancholische Aura und irgendwie hat mich das, glaube ich, intuitiv auch zu dem Bratschenklang und dieser etwas verhaltenen musikalischen Sprache geführt, und ich habe dann gewechselt, als ich das entscheiden durfte, und meine Eltern waren wunderbare Eltern und halten eigentlich nur, dass Musik mein Leben erfüllt und dass ich das liebe, und das haben sie wirklich geschafft. Also das muss ich ihnen sehr dankbar sein. Als ich als Jugendliche im European Community Youth Orchestra mitspielte und unser erstes Stück war von Gustav Mahler die 6. Symphonie und Schönberg Überlebende aus Warschau, und wir spielten damals in einer europäischen Mischung von Jugendlichen, die damals wirklich mit diesen musikalischen Erlebnissen erwachsen geworden sind. Unser damaliger Dirigent Abado hat uns dann geholfen, aus dieser Erfahrung heraus ein Jugendorchester zu verlassen und ein professionelles Orchester zu gründen. Das war das Chamber Orchestra of Europe, und das war damit dann auch schon sehr früh der Beginn meiner musikalischen Berufstätigkeit. Als ich in München lebte und das COI aus gesundheitlichen Gründen verlassen hatte, rief auf einmal Julia Grossmann vom damaligen Jakobsplatz-Orchester an, um mich für ein Projekt mit Ben Chaim zu fragen als Solobratschistin. Und das war ein wirklich wunderbares Zusammentreffen für mich, weil ich in der ersten Probe schon das Gefühl hatte, nach Hause zu kommen. Das war nicht nur, weil ich in Ungarn auch studiert habe, war es trotzdem sehr verwandt, dieses Gefühl von Menschen zusammen zu sein, die eine Utopie teilen und eine Vorstellung von gemeinsamen Musik machen und das in einer sehr konzentrierten und idealistischen Weise zu vervollkommnen. Das Repertoire dieses Orchesters fällt auf den ersten Blick aus dem Rahmen des normalen Musikbetriebs, weil wir sehr viele Stücke spielen, die zu Unrecht vergessen sind, weil wir einen neuen Raum definieren, nämlich einen Raum der jüdischen Kultur, der bisher in dieser Weise meines Wissens auch noch nicht definiert wurde. Und die Lebendigkeit dieser Musik und dieser Kultur ist ein wirkliches Anliegen des Orchesters, und ich finde das wunderbar, davon Teil sein zu dürfen, weil das, glaube ich, auch eine ganz besondere Qualität bei den gemeinsamen Erfahrungen bedeutet. Also Toleranz, Respekt, innere Verbundenheit mit Zusammenhängen von Kultur, Musik und allem, was dazugehört, gesellschaftspolitische Fragen, also irgendwo auch, sind nicht außerhalb dieses normalen Stammrepertoires, sondern sind Zentrum dieser Arbeit. Das JCOM hat ja den Schwerpunkt, sich um ein musikalisches Repertoire zu kümmern und sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich nicht Mainstream ist. Und ich finde das auch unglaublich wichtig und bedeutsam. Und es hat mir von Anfang an sehr viel gegeben, zu sehen, dass da auch eine Utopie ist, dass man eine musikalische Welt wieder zum Leben erwecken kann. Also das hat natürlich auch unsere Konzerte bestimmt, unsere Programmwahl. Das hat auch die Reisen definiert. Das waren Reisen an Orte, die ich so bisher gar nicht kannte. Durch JCOM habe ich Zentraleuropa als Realität kennengelernt. Es war also tolle Länder wie Usbekistan und Moldawien. Wir waren in Israel. Später, als wir dann erweitert haben, fuhren wir nach Stockholm in die USA. Also es war Shanghai. Es waren immer ganz tolle Ziele, die man sonst nicht so unbedingt kennenlernt. Und diese damit verbundenen Erlebnisse haben uns alle sehr geprägt.
Ja, und ich glaube, das ist auch das, was dieses Orchester wirklich so zusammengeschweißt hat, dass wir uns als sehr enger Verband fühlen.